Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein buntes Herbstrezept von mir für solche wunderschöne Kürbisfladen. Die Fladen sind ganz einfach und schnell gemacht, die sind ein tolles Brotersatz und man kann die Fladen jetzt im Herbstsaison toll mit einer herbstlichen Suppe genießen. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Bei uns in Finnland gibt es Kartoffelfladen und dieses Rezept für Kürbisfladen wurde von diesen Kartoffelfladen inspiriert. Diese Kartoffelfladen sind einer von den Sachen, die ich wirklich sehr aus meiner Heimat vermisse. Und für die Kartoffelfladen habe ich den Rezept schon geteilt und den werde ich für dich hier verlinken. Aber heute geht es um die Kürbisfladen und für die Kürbisfladen brauchst du Kürbispüree. Den Kürbispüree habe ich schon gestern zubereitet nach meinem Rezept. Den werde ich für dich auch hier verlinken. Es geht ganz einfach und dann habe ich es im Kühlschrank gelassen und abgekühlt. Du kannst den Kürbispüree aber direkt vor den Zubereitung zubereiten und es kann auch noch warm sein, wenn du mit den Fladen Zubereitung anfängst. Dann brauchen wir noch geschmolzene Butter, Milch, ein Ei, Mehl, Backpulver, Salz und etwas extra Mehl, weil der Fladenteig sehr weich ist und wir brauchen etwas Mehl, um die Fladen zu formen. Erst werden alle flüssigen Zutaten vermischt. Ich habe hier Kürbispüree und gebe dazu die geschmolzene Butter und dann das Ei und wieder kurz mischen und dann auch Milch dazugeben. Ich gebe die flüssigen Zutaten nacheinander dazu und mixe immer kurz nach jedem Teil, weil so ist es dann etwas einfacher, alles gleichmäßig zu vermischen. Jetzt gebe ich auch etwas Salz dazu, ungefähr eine halbe Teelöffel. Dann Mehl mit Backpulver vermischen und durch ein Sieb ins Teig geben. Ich werde erst ungefähr ein Drittel dazugeben. Dann werde ich das kurz vermischen. Der Teig wird dann etwas fester, wenn wir Mehl dazugeben. Und ich werde schauen, wenn ich den Schneebesen für meinen Spatel wechseln muss. Deswegen erst nur Drittel von Mehl dazugeben. Dann gebe ich nochmal etwa ein Drittel. Dann wieder kurz mixen. Der Teig ist immer noch ziemlich flüssig, aber ich werde jetzt mit dem Spatel weitermachen. Es kann sein, dass du die Mehlmenge etwas anpassen musst, weil deine Kürbispüree kann etwas fester sein oder etwas flüssiger. Deswegen einfach aufpassen und der fertige Teig sollte dann so aussehen. Und wenn du merkst, dass es nicht ganz so ist, es ist etwas flüssiger, dann einfach etwas mehr Mehl dazu geben. Oder wenn du merkst, dass es schon vor du den ganzen Mehl dazu gegeben hast, schon so aussieht, dann einfach kein Mehl mehr dazugeben. Und jetzt brauche ich mein Backblech. Ich habe es schon mit Backpapier bedeckt. Ich werde die Fladen mit einer Eisportionierer formen. Du kannst aber auch mit einem Esslöffel formen. Einfach einen Esslöffel von Teig nehmen, dann in die Mehl geben, so dass es nicht kleben bleibt und dann werden die Fladen mit Händen geformt. Es sollten nicht mehr als 6 Fladen auf ein Backblech geformt oder gegeben werden und nicht zu flach drücken, weil sonst wären die Fladen sehr trocken. Nach dem Formen und vor dem Backen werden die Fladen noch mit dem Gabel angepiekst. Und jetzt werden die Fladen gebacken, die haben eine ganz schöne Farbe durch den Kürbis und die Farbe bleibt auch so schön nach dem Backen. Die Backanleitungen findet ihr wie immer unten in Videobeschreibung und da gibt es auch den ganzen Rezept mit den genauen Angaben. Nach dem Backen die noch warme Fladen in ein Küchentuch einwickeln,
So bleiben die schön warm oder so bleiben die länger warm und auch schön weich. Die Fladen sind gebacken, die sehen ganz schön aus. Sie haben eine tolle Farbe von den Kürbis bekommen. Und bei uns werden die Fladen jetzt mit einer Herbstsuppe gegessen und auch als Brotersatz. Ich hoffe, dir hat mein herbstliches Fladenrezept gefallen und wenn ja, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.